Digitaler Rubel ab dem 1. September 2026. Das ändert sich jetzt in Russland. Ab dem 1. September 2026 beginnt in Russland die breite Einführung des digitalen Rubels. Alle großen Banken, darunter die Sberbank und die WTB, werden verpflichtet, digitale Rubelkonten für ihre Kunden zu eröffnen. Große Handelsketten müssen dieses Zahlungsmittel künftig akzeptieren. Um dieses Thema ranken sich viele Gerüchte und nur wenige verstehen wirklich, wie der Mechanismus dahinter funktioniert. Schauen wir uns das heute Schritt für Schritt an. Zunächst die wichtigste Klarstellung. Der digitale Rubel ist keine Kryptowährung. Es gibt hier nichts Dezentrales. Im Gegenteil. Es handelt sich um ein maximal zentralisiertes System, das ausschließlich von der Zentralbank der Russischen Föderation gesteuert wird. Außerdem ist es keine neue Währung, sondern eine neue Form des bestehenden Rubels. Bisher kennt ihr zwei Formen: Bargeld, das euch tatsächlich gehört, und Buchgeld auf eurem Bankkonto, das rechtlich betrachtet eine Verbindlichkeit der Bank euch gegenüber ist. Nun kommt eine dritte Form hinzu, der digitale Rubel. Der entscheidende Unterschied: Er liegt nicht bei der jeweiligen Geschäftsbank, sondern direkt auf der Plattform der Zentralbank. Jede Bank fungiert dabei nur noch als eine Art Zugangsfenster zu diesem Guthaben. Ein paar zentrale Eigenschaften. Zahlungen für Privatpersonen sollen gebührenfrei sein. Wobei hier eine kleine Anmerkung angebracht ist, denn beim Schnellzahlungssystem SBP hieß es ursprünglich ebenfalls, es werde keine Gebühren geben, und inzwischen werden dort schrittweise doch welche eingeführt. Weiter gilt: Auf digitale Rubel gibt es keine Zinsen. Das Geld liegt praktisch wie Bargeld da und verliert durch die Inflation an Wert. Kredite in digitalen Rubeln wird es nicht geben, und die Nutzung soll, so betonen es die Behörden und auch Zentralbankchefin Elvira Nabiulina wiederholt, vollständig freiwillig bleiben. Technisch gesehen ist jeder digitale Rubel ein Token mit einem eigenen individuellen Code, vergleichbar mit der Seriennummer auf einer Banknote. Dadurch kann die Zentralbank den Weg jedes einzelnen digitalen Rubels von seiner Entstehung an über alle Wallets hinweg nachvollziehen. Das bringt mehrere Funktionen mit sich: völlige Transparenz für die Zentralbank, Unabhängigkeit von der jeweiligen Bank. Geht eine Bank pleite, bleibt das digitale Guthaben unberührt, da es ja bei der Zentralbank liegt. Einen geplanten Offline-Modus, der aber noch in der Entwicklung steckt. Und schließlich die umstrittene Funktion, die Programmierbarkeit. Genau hier setzt das Konzept der sogenannten Einfärbung von Geld an. Im Grunde eine zweckgebundene Verwendung. Man kann sich das vorstellen wie farbige Rubel. Grünes Geld ließe sich nur für Lebensmittel ausgeben, blaues nur für Kleidung, rotes nur für Kinderbedarf, gelbes nur in der eigenen Region und nur bis zu einem bestimmten Datum. Technisch ist im Code jedes digitalen Rubels festgelegt, wofür er verwendet werden darf. Beim Bezahlen prüft das System automatisch, ob die Zweckbindung passt. Wenn ja, geht die Zahlung durch, wenn nicht, wird sie abgelehnt. Es gibt dafür durchaus sinnvolle Anwendungen. Das Mutterschaftskapital etwa ist schon heute zweckgebunden, wird aber über einen aufwendigen bürokratischen Apparat kontrolliert, der leicht zu umgehen ist. Mit eingefärbtem digitalem Geld bräuchte es diese Kontrolle gar nicht mehr. Das System würde eine zweckfremde Ausgabe schlicht technisch verhindern. Ähnliches gilt für Haushaltsmittel bei Staatsaufträgen. Wird etwa 1 Milliarde Rubel für den Bau einer Schule oder eines Krankenhauses bereitgestellt, ließe sich dieses Geld ausschließlich für genau dieses Projekt einfärben.
ein durchaus wirksames Werkzeug gegen Korruption, da sich der Weg des Geldes lückenlos nachverfolgen lässt. Dieselbe Technik, die Geld grün für Kinderprodukte einfärbt, könnte allerdings auch andere Zweckbindungen ermöglichen, etwa Geld, das nur in der eigenen Region ausgegeben werden darf, oder Geld mit Verfallsdatum, das nach einigen Monaten wertlos wird, wenn es nicht ausgegeben wurde. Solche befristeten Gelder gab es in anderen Ländern bereits, meist um den Konsum anzukurbeln, statt Ersparnisse zu horten. Der grundlegende Unterschied zu gewöhnlichem Geld: bei normalem Geld entscheidet ihr selbst, wofür ihr es ausgebt. Bei zweckgebundenem digitalem Geld besitzt ihr zwar das Geld, entscheidet aber nicht mehr frei über seine Verwendung. Das bedeutet nicht, dass es so kommen wird, aber die technische Möglichkeit existiert. Und das ist ein Punkt, den man im Blick behalten sollte. Zwei Aspekte, über die selten gesprochen wird. Erstens sind die Banken selbst wenig begeistert von diesem System, denn digitales Geld auf der Zentralbankplattform können sie nicht für Kredite oder Investitionen nutzen. Es bringt ihnen keinen Ertrag. Deshalb sieht der Gesetzentwurf ein monatliches Transferlimit von 300.000 Rubel für digitale Rubel vor, mit dem sich das Bankensystem gegen einen zu schnellen Geldabfluss absichert. Erwartet also nicht, dass Geschäftsbanken aktiv für den digitalen Rubel werben werden. Zweitens geht es beim digitalen Rubel vor allem um den Zahlungsverkehr. Beim Bezahlen mit Karte zahlt der Händler der Bank derzeit etwa 1,5 bis 3,5% des Kaufbetrags als Gebühr. Für große Ketten wie Pjatorechka, Perekrostok oder Magnit summiert sich das auf Milliarden Rubel jährlich. Beim digitalen Rubel liegt diese Gebühr bei nur 0,3%, also 10-mal weniger. Es ist daher denkbar, dass große Handelsketten in den kommenden Jahren aktiv versuchen werden, Kundschaft zur Zahlung mit digitalem Rubel statt Karte zu bewegen. Bemerkenswert ist außerdem, da die Bevölkerung durch das Schnellzahlungssystem SBP und QR-Code-Zahlungen bereits an digitale Zahlungswege gewöhnt ist, dürfte der technische Umstieg für die meisten Menschen kaum spürbar sein. Nur die Ebene im Hintergrund ändert sich. Ein Blick auf andere Länder zeigt, wie unterschiedlich solche Einführungen verlaufen können. Nigeria, eine der größten Volkswirtschaften Afrikas mit mehr als 200 Millionen Einwohnern, führte 2021 den Je-Naira ein, begleitet von großem öffentlichem Auftritt des Präsidenten und diversen Förderprogrammen. Das Ergebnis: bis heute nutzen nur rund 0,5% der Bevölkerung die digitale Währung, also etwa einer von 200 Menschen. 3 Gründe werden dafür genannt. Erstens fehlte den Menschen ein klarer Nutzen im Alltag. Zweitens herrschte Misstrauen. Bei hoher Inflation setzten viele lieber auf US-Dollar als Wertspeicher statt auf eine zinslose digitale Landeswährung. Drittens sabotierten die Banken die Einführung, da ihnen dadurch Einlagen und Erträge entgingen. China ging einen anderen Weg. Bereits 2014 begann eine eigens gegründete Forschungsgruppe mit der Arbeit an einer digitalen Währung. Nach 5 Jahren Entwicklung startete 2019 der digitale Yuan, zunächst nur testweise in wenigen Regionen, dann schrittweise ausgeweitet auf 26 Provinzen und verschiedene Bereiche wie Staatshaushalt, Verkehr und Einzelhandel. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wurde er offizielles Zahlungsmittel. Bis Ende 2025 erreichte das Transaktionsvolumen des digitalen Yuan mehr als 17 Billionen Yuan. Zum Vergleich: allein das große chinesische Zahlungssystem UnionPay verzeichnete 2025 ein Volumen von 239 Billionen Yuan. Hinzu kommen noch Alipay und WeChat Pay.
Selbst in China mit seinen umfangreichen administrativen Möglichkeiten hat sich der digitale Yuan nach 7 Jahren also noch nicht zum von der breiten Bevölkerung genutzten Standardzahlungsmittel entwickelt. Für Russland lässt sich durchaus eine wahrscheinliche Entwicklung ableiten. Zuerst dürfte der digitale Rubel im staatlichen Bereich zum Einsatz kommen. Bei Subventionen, Ausschreibungen und der zweckgebundenen Verteilung von Haushaltsmitteln, da der Staat hier direkten Nutzen aus mehr Kontrolle bei geringerem Kontrollaufwand zieht. Danach folgt der große Einzelhandel, zunächst aus Pflicht, später aus eigenem wirtschaftlichem Interesse wegen der niedrigeren Gebühren. Eine breite freiwillige Nutzung durch Privatpersonen ist in den kommenden 2 bis 3 Jahren eher nicht zu erwarten, da es für den Einzelnen aktuell kaum handfeste Vorteile gibt. Keine Zinsen, keine Kredite. Interessant ist ein historischer Blick auf den Umgang mit Geld in Russland. In der Vergangenheit wurde Bürgern selten direkt Geld weggenommen, stattdessen änderten sich die Regeln der Nutzung. Bei der Pawlow-Reform von 1991 wurde niemandem Geld entzogen, aber der Umtausch alter 50 und 100 Rubel-Scheine wurde zeitlich stark begrenzt. Ebenso die Bargeldabhebung. Bei den eingefrorenen Sberbank-Einlagen zum Zerfall der Sowjetunion blieb das Geld formal bestehen, war aber lange Zeit nicht verfügbar, bis es durch die Inflation stark an Wert verlor. Und bei den Devisenbeschränkungen von 2022 blieb Fremdwährung auf Konten zwar vorhanden, konnte aber nicht mehr frei abgehoben werden. In allen 3 Fällen wurde Geld nicht konfisziert, sondern die Bedingungen für seine Nutzung verändert. Verbindet man dies mit der beschriebenen Programmierbarkeit, ergibt sich folgender Gedanke. Theoretisch ließen sich die Nutzungsbedingungen des digitalen Rubels künftig verändern, ohne dass dafür Gesetze geändert werden müssten. Eine einzige Anpassung im zugrunde liegenden Code würde genügen. Das bedeutet nicht, dass dies geschehen wird. Es bedeutet lediglich, dass diese technische Möglichkeit im System bereits angelegt ist. Ein Punkt, den man bei der Bewertung nicht ausblenden sollte. Was folgt daraus praktisch? Eine sinnvolle Strategie ist Diversifikation. Bargeld für Sicherheit und Situationen ohne Internetzugang. Digitaler Rubel für den laufenden Zahlungsverkehr, dort wo möglicherweise auch Rabatte winken, und klassisches Bankguthaben für Zinsen, Wertpapiere oder Anlagen. Es lohnt sich außerdem, zumindest eine kleine Bargeldreserve zu Hause zu haben, für den Fall technischer Ausfälle. Und es lohnt sich, aufmerksam zu bleiben, ob künftig bestimmte Zahlungen, etwa Renten oder Gehälter im öffentlichen Dienst, ausschließlich in digitalen Rubeln erfolgen sollen. Denn das wäre ein deutliches Signal für eine verstärkte Zweckbindung. Wer sich erinnert, vor gar nicht allzu langer Zeit wollte kaum jemand den Dollar für 70 Rubel kaufen. Heute liegt der Kurs bei 78 bis 80 Rubel. Ein Grund, weshalb viele empfehlen, einen Teil der Ersparnisse auch in Fremdwährungsinstrumenten zu halten, um nicht von einem einzigen System und einer einzigen Währung abhängig zu sein. Am Ende bleibt eine grundsätzliche Beobachtung. Jede neue Form von Geld in der Geschichte wurde bequemer, vom Bargeld über das Buchgeld bis hin zur digitalen Währung. Gleichzeitig ging mit jeder neuen Form ein Stück mehr Kontrolle über das eigene Geld verloren. Bargeld gehört vollständig euch, ist aber unpraktisch. Buchgeld ist bequemer, doch die Bank sieht jede Transaktion. Digitales Geld ist noch bequemer. Kostenlose Überweisungen, keine Bindung an eine bestimmte Bank, doch der Staat sieht alles und kann die Nutzungsregeln jederzeit anpassen. Wo liegt für euch die Grenze zwischen Bequemlichkeit und Kontrolle über das eigene Geld? Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Danke für das Anschauen. Auf Wiedersehen!